Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir Lady Ashbury hier hinten Bericht erstattet, was passiert ist oder wie was passiert ist. Und jetzt sollen wir das Blut analysieren, das wir von Dorothys Patienten haben, der uns leider verstorben ist vor 2 Folgen. Und naja, das machen wir jetzt direkt, weil ich glaube, im Moment haben wir sowieso nichts Besseres zu tun. Wir können zwar wieder mit den Leuten hier reden, aber manche... Das machen wir wann anders. Erstmal analysieren wir das Blut hier. Hoppala, da komme ich gar nicht hin. Bin eins zu weit gelaufen. So, hier rüber. Ich frage mich halt echt die Frage, weil die Entscheidung, die wir getroffen haben, ja irgendwas ausgelöst hat. Finden wir Dorothy wieder oder nicht? Okay, leichtes Ausdauerserum. Die Ausdauerregeneration 15 lang um 50% erhöhen. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Okay, Kapitel 3 Familiengeschichte. Weise der Verbindung zwischen der Vampirepidemie und der spanischen Grippe nach. Okay. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Er weiß also nicht, dass wir unsere Schwester... Hoppala, das haben wir wohl nicht gesagt. Moment. Kopfschmerzen habe ich nichts. Ich glaube, ich habe was gegen Blutarmut.
Naja. Da müssen wir schon wieder in den Kackbezirk rübergehen. Oder nein. Ach, das war die Kacke. Och, nee. Dann machen wir das. Begib I dich never zum... thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Gut. Ich muss da lang. Ich muss zu den Docks. Okay. Oh, Moment. Unsere Mutter lebt noch? So, Alter. Die Waffe mit Ausdauer, die braucht so wenig Ausdauer, da kann ich solche Kombos raushauen. Das ist übel. Und 78 Schaden ist nicht schlecht. Moment, ich habe eine bessere Idee. Ich muss was anderes auswählen als links. Blutaufnahme, Schocken 15. Mach mal das. Kann ich wenigstens meine Blutanzeige auffüllen? Und kommt es mir nur so vor, oder sind sogar meine ganzen Sachen durch die Level-Ups aufgestiegen? Easy does it, boys. So. Also das ist extrem viel Schaden. Okay. Alles klar. Aber jetzt kann ich die Leute einfacher besiegen hier. 16er. Ich glaube, ich benutze zum ersten Mal. Meine komplette Attacke hier. Die hier. Gut hier. Gut hier. So. Gut, hier schmeiß einfach das... Ah, ich habe nicht genug Blut. Und es macht trotzdem noch ein bisschen Schaden, okay. Schatten kriegt eigentlich nicht mal so viel Schaden von. Okay. Fucking hell, fucking hell, fucking hell. Okay. Kacke. So. Gut, hat funktioniert. So. Dr.
Striklings Liste. Bestellt von Dr. Tilden Strickland, Pembroke Hospital. Medizinisches Opium, Natriumhypochlorid, Kaliumpermanganat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Wo muss ich denn jetzt lang? Zurück zu den Docks. Zurück zum Krankenhaus, nicht zu den Docks. Bin ich bescheuert? Aber die Waffe ist nicht schlecht. Damit kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Blut ab. Und wenn ich die starke Waffe auswähle, die Zweihandwaffe, kann ich die Leute sogar betäuben und Blut rauszapfen von ihnen. Das ist keine schlechte Sache. Das ist tatsächlich keine schlechte Sache. Ne? Die Richtung dahinter müssen wir. Okay. Strickland, zu Dr. Strickland müssen wir also. Der Bezirk ist gesund und da, wo wir jetzt hingehen, ist der Bezirk komplett im Arsch. Strickland. Aha, jetzt haben wir das wieder. Da müssen wir rein. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mortimer hatte vor, sich das Leben zu nehmen. Okay, deswegen. Aber in die Richtung müssen wir gehen, um den Strickland zu finden. Okay, da kann ich nur ein paar Wörter ausmachen. Strickland, da bist du ja. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the... Terrorist setzt seine Patienten heimlich einer experimentellen Behandlung gegen die spanische Grippe aus. Alles klar. correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau,
I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease, with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. I Sorge. can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Das heißt, Moment, wo lang muss ich denn gehen? Kacke. Falsche Richtung. My sweet girl. Aber wenn wir schon da sind, reden wir mit Leuten hier wieder. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Okay, eine neue Untersuchung. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Gut, den müssen wir noch bereden, weil den haben wir alle Sachen freigeschaltet bei ihm. Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. Reads me like a Okay. book. Dann schauen wir mal in den ersten Stock, weil da oben ist einfach die Mixerei jetzt ist. Ah, das ist mein Tisch, oder? Ja. Was sollen wir denn machen? Ah, hier müssen wir hin. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Entscheide, was du bezüglich Strickland unternehmen willst. Melden oder nicht? Ah, wir haben ja schon gemixt, also geben wir es ihm erst und dann melden wir ihn, denke ich. Hä? Kann ich hier drüben überhaupt eigentlich weiter? Nee, gell? Ist auch zu, ja. Ist auch zu.
Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Dr. Strickland. Okay. Also doch nur eine Sache. Und es ist Placebo. Okay. Das ist Dr. Swenson, sorry. Ich glaube, ich weiß, welches Büro. Das ist das Büro neben mir. Ist hier irgendwas Interessantes zu sammeln? Einmal eine Kiste, die ist verschlossen. Schillinge. Mr. Godwicks Patientenakte. Goswicks. Patient. Mortimer Goswick. Der Patient zeigt mehrere Anzeichen äußerer Erschöpfung und mehrere Wunden im Rachen, Mund und an der Zunge, aber kein Anzeichen für die Grippe. Weigert sich zu reden, behauptet, es sei zu schmerzhaft. Benötigt Ruhe und die Schleimhäute im Rachen müssen erst verheilen, bevor entschieden werden kann, wann er entlassen wird. Mortimer ist nicht mit der spanischen Grippe infiziert. Brief an Dr. Swenson. Sehr geehrter Dr. Swenson, ungeachtet der aktuell stark angespannten Gesundheitslage muss ich Sie über einen kürzlichen Fall professioneller Fehlverhalten im Pembroke unterrichten. Schwester Gwyneth Berrigan wurde unter unbestreitbaren unprofessionellen Verhaltens und deshalb der Gefährdung eines Patienten für schuldig befunden. Eine Schwester sollte unter keinen Umständen eine Diagnose stellen und Medikamente verordnen, ohne wenigstens den zuständigen Arzt über ihre Schlussfolgerung zu informieren. Ich kenne Sie, Edgar. Ich habe nichts gegen persönliche Initiative, wenn sie im Interesse aller erfolgt, besonders während einer Krise wie dieser. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass eine Schwester eine Diagnose stellt und dann über die Behandlung eines Patienten entscheidet. Das Überleben des besagten Patienten ist kein milderer Umstand, sondern bedeutet nur, dass wir gerade noch mal davongekommen sind. Ich fordere in dieser Angelegenheit äußerste Strenge. Hochachtungsvoll Dr. Whitley Accurate. Das sind alles Quest-Gegenstände. Moment. Da? Greenwich stand unter Verdacht, ihre professionellen Pflichten zu vernachlässigen. Glaube ich zumindest. War das gerade. It's locked. It's locked, all right. Naja, dann legen wir es nahe. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Untersuchung erfolgreich. So. Gibt's noch was zu tun? Im Krankenhaus zumindest. Ja, die machen wir dann. Aber ich würde sagen, um die kümmere ich mich dann in der nächsten Folge. Ich stelle mich noch unten in den Bereich und dann beende ich die Folge. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge kümmern wir uns noch um die örtliche Untersuchung von Mortimer und dann kümmern wir uns um die Beerdigung unserer Schwester. Ciao. Euer Gladius.